Guten Morgen zusammen. Es ist schon wieder Ende Juli. Die Zeit rennt. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kann es manchmal gar nicht glauben. Woche für Woche geht um, ne? Und wenn du rumguckst, ist schon wieder ein Monat vorbei und dann sind wir wieder im August, ne? Dann geht es schon wieder so Richtung Herbst bald und ja, es ist schon, wenn ich mich an früher erinnere, wenn ich mir überlege, wie lang waren die 6 Wochen Ferien, die man da hatte, die waren doch wahnsinnig lang, ne? Und mittlerweile kommen dir 6 Wochen vor, als wären sie nichts. Es ist Samstag, ihr kriegt hier eine Nachricht. Ihr könnt aussuchen zwischen 2 Karten, Stapeln oder dem rot-goldenen und dem silbernen Buddha. Ich gucke mal, dass ich ein paar Karten reinkriege, die ich schon eine Weile nicht mehr genommen habe. Ihr kennt ja die Problematik bei mir des Stapelns, was dann aus den Augen ist, das, oder weiter hinten, das vergesse ich ganz gerne. Aber ich kriege das heute hin. Gut, ihr Lieben, eine noch und eine Lenormand-Karte und dann würde ich sagen, dürft ihr wählen oder die Stapel mit Personen oder mit Themen besetzen. Guck mal, unterm Deck haben wir für alle uns selbst liegen. Schöner Hinweis, manchmal geht es nicht um die anderen, sondern lediglich um uns und unser Fundament. Okay, ich kann mich schlecht entscheiden, ich würde diesen hier nehmen, den rot-goldenen, und dann gucken wir, was uns hier erwartet. Okay. Kreiere dein eigenes Leben, ne? Bleib deinen Träumen treu. Vielleicht entsteht es auch da, ne? Was im Kopf oder im Traum so manchmal hochkommt, sind ja schon auch unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche. Und wie oft drängt man die weg, weil man denkt, okay, das kann ich gar nicht, das lässt sich nicht realisieren und. Also diese 1000 Abers, die man da so hat. Wir haben den Engel der kindlichen Freude. Also bei der kindlichen Freude ist es noch nicht so, dass man die Träume nicht mehr kreieren will, sondern da will man zum Beispiel noch Polizist werden oder was weiß ich, Pilot, Feuerwehrmann. Und vielleicht geht es auch darum, sich ein bisschen zurückzuerinnern, wo war ich denn früher, wo ich jetzt gern immer noch hin will und ich habe noch nichts getan. Also kreiere dir hier das Leben, das für dich passt. Hier kommt so ein Impuls, der hat etwas mit Kunst zu tun. Lass vielleicht auch einen künstlerischen Aspekt in deine Karriere oder in irgendeinen Bereich deines Lebens mit einfließen, damit es, was dabei rauskommt wiederum, ne? Dass es dir einen Segen bringt. Vielleicht hat es auch was mit deinen Träumen zu tun, dass du etwas Kreatives umsetzen möchtest. Dann haben wir das Gesetz der Anziehung.
hier wird man ein bisschen empfindlicher, sensitiver, man wird bewusster. Und genau das ist jetzt eben das Gesetz der Anziehung, dass in Resonanz dann halt auch andere Beziehungen und Aktivitäten kommen. Das heißt, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert auf das, was man eigentlich kreieren möchte und den Weg anguckt, hier haben wir ja die kindliche Freude. Jetzt sind wir schon bei dem Punkt, wo wir alle zugemüllt sind von Erziehung und Einflüssen von außen und. Und je mehr wir uns verändern, desto mehr wird das Umfeld sich auch verändern. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Also seht es mit Freude, ne? Dass jetzt hier vielleicht auch was man bisher genossen hat oder was man gern gemacht hat, sich verändert. Das doppelt sich ein bisschen aus dem Einhorn-Orakel. Ne? Hier kommt die Vorstellungskraft. Was würdest du sehen, fühlen und denken, falls dein Wunsch wahr wird? Und genau darum geht es. Man soll sich immer so ein bisschen so fühlen, als hätte man auch ein Ziel erreicht. Ich persönlich finde, das ist nur meine Meinung, man hechelt so von einem Erarbeiten zum anderen. Und ich glaube, dass das auch nicht so gewollt ist, denn irgendwo bleibt man ja auch mal stehen und guckt auf das, was man hat. Und die einen machen das mit Begeisterung, die anderen sagen vielleicht, mir fehlt noch irgendwas oder machen sich dann wieder auf den Weg. Aber da mal auch bewusst stehen zu bleiben und zu sagen, hier guck, das habe ich schon erschaffen, ohne gleich wieder weiter zu rennen. Also sich diese Freude auch zu bewahren vor den Dingen, scheint hier ein wichtiges Thema zu sein. Wir haben hier die Partnerschaften, alles was mit Verbindung, Beziehung zu tun hat. Und hier sagt ja die liegende Acht, dass jetzt so eine harmonische Strömung kommt, die alle partnerschaftlichen Dinge mit beeinflusst. Partnerschaft ist für mich auch das, was man zu anderen Menschen an sich hat, nicht nur zu einer bestimmten Person, aber es kann natürlich auch in der Beziehung sein. Hier unten haben wir unterschwellig irgendeinen Mangel liegen, irgendetwas nagt an uns. Vielleicht haben wir hier auch so das Gefühl, wir haben nicht umgesetzt, was wir machen wollten. Also guckt wieder, dass ihr das, was ihr umsetzen wollt, von was ihr träumt, dass ihr dem auch treu bleibt und da wieder hingeht. Seid dabei vielleicht ein bisschen kreativ. Und hier haben wir von den Maria Magdalena Karten noch die Blutslinie. Hier geht es um deine Vorfahren, um dein geistiges Erbe, um dein körperliches Erbe, um eine Menge Ahnen. Und die Karte sagt eben, dass man sich dieses Staffelholz von Generation zu Generation weitergibt. Dass es in den Linien eben den gibt, der noch schlaft, den, der schon erwacht ist. Und das kennt ihr auch alle, ne? Gerade in den Familien. Da kann schon mal da können die Standpunkte mal ganz anders sein und der eine versteht den anderen nicht. Und ich glaube, das ist bei vielen der Fall. Das ist hier gemeint. Trotzdem haben die alle ihr Potenzial gelebt in dem Maße, wie sie es eben konnten. Und jetzt haben wir hier das Staffelholz in der Hand. Und es geht darum, sich mit den Ahnen zu verbinden, damit man hier auch die ganze Größe und Kraft leben kann. Auch wenn ihre Zeit weit zurückliegt, ist trotzdem ein Teil in dir. Ja, du kannst ja auch um Vergebung für deine Vorfahren bitten, für ihre Worte, ihr Verhalten oder ihre Taten. Und du kannst auch um Auflösung bitten und Reinigung bei dir, wenn du schlechte Erinnerungen hast oder ja, Blockaden irgendwelcher Art. Das mag vielleicht auch mit ein Teil sein, warum einem das Kreieren von Träumen oder Wünschen schwerfällt, weil viele von uns wurden klein gehalten, denen wurde nichts zugetraut. Wenn man da von dem Wunsch gesprochen hat, dann hieß es gleich, schlag dir das aus dem Kopf und so. Wir sind so gar nicht erzogen, wie wir jetzt nach dem Schema gerne leben würden. Deshalb ist es schwierig, das immer wieder untereinander zu bringen. Ich muss einen Schluck trinken, sonst wird das hier nichts mehr.
Okay, wir gucken uns die andere Seite an. Wir sind alle ein bisschen verrückt. Alle sind ein bisschen anders. Und das ist auch okay so. Wir haben ja hier unterm Deck uns selber. Vielleicht kommst du dir manchmal selber ein bisschen komisch vor. Oder du denkst, du bist vielleicht nicht so wie die anderen und das macht dich zum Außenseiter. Ja, Ausdauer und Beständigkeit wird für dich ein Thema. Es geht darum, dass man eben nicht nur kurz irgendwas fokussiert, sondern dass man voller Harmonie und Balance auch seine Ziele verfolgt. Also nicht dieses Abfallen und wieder hoch. Und das ist ja auch anstrengend, ne? Wenn du die Dinge nur kurz halten kannst und dann wieder neue Energie brauchst. So hab vielleicht auch mit dir die Geduld, ausdauernd und beständig so mit dir umzugehen, als wärst du okay. Ja? Hier ist auch deine Kreativität gefragt. Das war jetzt bei der anderen Seite genauso. Es scheint irgendwie so gewollt zu sein, dass wir nicht so viel denken, dass wir versuchen, etwas Kreatives zu machen. Hier hast du, dass du auch ein Lichtarbeiter bist. Das Wort Lichtarbeiter jetzt hört sich für mich auch schon wieder so so an. Da geht es einfach darum, dass man eine spirituelle Kraft hat, dass man mit dieser Kraft irgendetwas Gutes umsetzen kann, das einem selber Segen bringt und den anderen auch. Als Impuls haben wir für dich hier die rhetorischen Fähigkeiten, die wichtig sein könnten. Vielleicht hast du auch eine besondere Gabe, dich auszudrücken, über was zu reden. Wir haben den Engel der Bewusstheit für dich. Hier geht es darum, dass du dich den guten, hellen Gedanken und Gefühlen öffnest. Also, dass du hier auch nicht schlecht über dich denkst, weil du anders bist und dass das Anderssein eben hier auch deine Stärke sein kann. Also fokussiere dich auf das Gute in dir, auf deine Gaben und Talente. Unten haben wir noch die Blumen. Hier erwartet dich irgendein Geschenk, ein Zuwachs, ein Aufblühen. Etwas, was dir Freude macht. Und von den Maria Magdalena Karten haben wir für euch das Wunder. Ja, das Wort Wunder ist ja auch für jeden so eine Sache, ne? Ein Wunder ist für mich etwas, an das ich nicht glaube oder wo ich mir nicht vorstellen kann, dass es passiert und trotzdem passiert es, ne? Wunder liegen hier auch überall auf dem Weg. Dass wir überhaupt leben, scheint auch ein kleines Wunder zu sein, denn dazu müssen ganz viele Faktoren zusammenkommen, dass Leben überhaupt entsteht. Und hier ist jetzt speziell noch drauf, dass wir alle im Prinzip schon gesiegt haben, ne? Die Frage nochmal, was ist ein Wunder? Ein Wunder annehmen heißt auch offen zu sein dafür und auch für so herzergreifende Momente sich wieder zu entscheiden, ne? Das kommt ja ganz oftmals auch zufällig auf einen zu. Etwas, mit was man nicht gerechnet hat und was einen dann so richtig inspiriert und wieder in den Flow bringt. Es geht auch um Menschen, mit denen man gleiches Interesse hat oder ja, wo man nicht verurteilt wird. Auch die sind wie ein Wunder. Die Gespräche mit denen, die Einzigartigkeit der Sprache zu teilen. Ja, und es geht einfach darum, sich wieder diesem Wunder zu öffnen. Es gibt so, ich hatte mal so eine Postkarte gekriegt, da war ein Klingelknopf drauf und da stand, bitte einmal drücken, Wunder kommt. Es wäre so einfach, sich das vorzustellen, aber unter dem Begriff Wunder präsentiert man so viel rein, ne? Und macht es dadurch auch unglaublich oder für einen selber nicht richtig greifbar. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Ich drücke euch bis bald.